Dir ist der Golf zu langweilig und du suchst nach einer Alternative, dann ist der Seat Leon vielleicht dein nächstes Auto. Der Seat Leon aus dem Jahr 2020 hat 150 PS unter der Haube und ist ein schaltgetriebener Benziner. Er verbraucht laut Angaben 5,1 Liter pro 100 Kilometer und man bekommt ihn auf Auto Hero für nur 23.000 €. Wir haben das Video in 4 Kategorien aufgeteilt. Einmal in Optik, Fahrverhalten, Platzangebot und die monatlichen Kosten. Starten wir mal mit der Optik und da muss ich sagen, sieht der Leon einfach mega nice aus. Angefangen bei den Scheinwerfern hier in der Front, die sehen aggressiv und sportlich aus, bis hin zum Heck, wo wir eine Coast-to-Coast-Lichtleuchte hier haben, die sehr stark an Porsche erinnert. Und ich als große Porsche-Fan finde das natürlich besonders cool. Ein kleines Detail, was ich noch sehr witzig und erwähnenswert finde, ist das Begrüßungslicht vom Leon. Der sagt nämlich nachts auf Spanisch Hallo. Wir sind hier in der höchsten Ausstattungslinie im Seat Leon Excellence und das merkt man. Ich finde, man merkt es direkt am Multifunktionslenkrad, am digitalen Cockpit und vor allem an dem riesigen 10 Zoll Touch-Display. Also für diese Fahrzeugklasse ist der Touch wirklich sehr, sehr groß. Aber was für mich das richtige Highlight hier ist, und das hat mal wieder was mit Licht zu tun, ist die Ambientebeleuchtung hier über das Armaturenbrett bis in die Türen hinein. Und das kann man individuell einstellen, welche Farbe einem auch gefällt. Und es ist nicht nur dekorativ, sondern gekoppelt auch mit den Assistenzsystemen, kann also auch Warnsignale geben während der Fahrt. Daher für mich ganz klar Optik 5 von 5 Sternen, ohne Frage. Schön, dass du mich mitnimmst auf deine kleine Probefahrt hier auch mal, dass ich auch mitfahren darf. Gerne. Wie findest du es? Wie fühlt es sich an als Fahrer? Ich muss sagen, als Fahrer super komfortabel. Allein hier das digitale Cockpit, man kann sich alles Mögliche anzeigen lassen, finde ich top. Und natürlich bin ich schwer beeindruckt von dem 10 Zoll Display. Voll. Also ich meine, wenn man hier sitzt, allein das Feeling, weil durch dieses Display macht es noch viel cooler. Ich habe mich gerade mal so ein bisschen durchgeklickt und du kannst hier alles einstellen. Eigentlich darfst du auch nicht während der Fahrt machen, weil sonst bist du komplett abgelenkt. Aber ich möchte... man ist dann schon fast abgelenkt. Vielleicht sollte man das nicht während der Fahrt machen. Also du kannst hier dein Fahrassistenzsystem einstellen, deine Driving-Profile kannst auch individuell, wie du es haben möchtest. Aber kannst du jetzt auch mal das Licht ändern? Genau, du kannst hier verschiedene Farben nehmen, warm, kalt, und kannst sogar auch selber machen und sogar selber sagen, okay, in den Türen möchte ich die Farbe und auch alles einzeln von der Helligkeit einstellen. Los! Ich weiß nicht, wie es tagsüber angeht. Ich glaube, es geht nicht tagsüber. Wäre eigentlich auch ein bisschen unnötig, wenn es tagsüber leuchtet. Genau, ansonsten hast du halt wirklich, du kannst Infotainment, kannst du sogar ein Tutorial geben lassen, weil das Infotainment so umfangreich ist. Das ist wirklich krass. Es ist extrem schnell, es sieht echt gut aus, also schöner als manch Mercedes oder andere. Total, das finde ich nämlich auch. Also auch deutlich besser als VW, finde ich. Und du hast wirklich alles drin, du hast Apple CarPlay drin, kannst dir alles verknüpfen lassen, kannst dir noch den Radio einstellen. Aber was mich gerade jetzt ein bisschen stört und was ich merke, okay, du als Fahrer hast nicht das Problem, aber ich bin jetzt gerade auf Radio gegangen, ich will Radio wieder leise machen. Ich habe keine Knöpfe zum... Ja, aber dann musst du halt sliden hier. Ah, okay, okay. Ich dachte, das wäre... Stimmt. Ich dachte, das wäre... Wie mache ich jetzt Temperatur? Muss jetzt extra Temperatur? Nein, machst du auch hier. Okay. Und dann kannst du rechts auf deiner Seite und wenn ich es kühler möchte, mache ich es halt kühler. Und okay. Ansonsten kannst du alles anzeigen lassen, man hat verschiedene Nutzer. Das heißt, du kannst auch da einstellen, deinen Namen und so, dann wirst du begrüßt, das haben wir ja schon gesehen. Da steht nicht Marie da, sondern Ilona vielleicht. Ja, mega geil. Also vom Innenraum, man hat alles. Es ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Ich glaube, man muss einfach reinkommen. Sobald man es ein paar Mal gefahren ist, hat man gar kein Problem mehr. Dein Tacho, unglaublich. Also allein, was man sich hier anzeigen lassen kann, Navi, hier die Anzeige, die finde ich ja auch, sieht echt nice aus. Ja, also voll. es ist irgendwie super sportlich, sehr cool. Auch hier mit dem Stoff an der Seite, es fühlt sich wirklich alles sehr, sehr geil an. Ja, man kann USB-C hier sein Handy anschließen oder mit der Induktionsladeschale. Hinten kann man es auch, was ich auch sehr cool finde. Also im Innenraum eigentlich vermisst man überhaupt nichts.
Also gar nicht. Definitiv Innenraum, wie ich schon gesagt habe, 5 von 5 Sternen, total verdient. Und vom Fahren her muss ich sagen auch, weil super wendiges Auto, 150 PS und das merkt man auch, also man kann auch mal Gas geben. Ja. Und wie man hier auch die Assistenzsysteme sieht, es ist ja komplett vollgepackt. Also du hast Abstandssensor, glaube ich, auch. Genau, Abstandsregler, auch dass man innen, also Spurenhaltassistent. Das ist komplett ausgestattet. Du hast sogar noch Lenkradheizung. Also das ist wirklich krass. Also du kannst Sitzheizung haben wir auch noch. Ja. Und für den Preis dann aber finde ich das wirklich stark. Blauer Zettel sagt 23.000 Euro. Ja, das ist wirklich stark. Also 23.000, wenn du im Vergleich jetzt einen Golf vorstellst, der ist deutlich teurer noch. Ja. Vor allem Full Spec, also der ist auch wirklich voll ausgestattet. Ja, das stimmt. Auch wenn ich mich so nach hinten schaue, also okay, wir sind auch sehr klein oder etwas, wir sind nicht sehr klein, wir sind normal groß und haben die Sitze etwas weiter nach vorne und du hast hinten super viel Platz. Also um da Leute mitzunehmen, echt mega stark. Ja, also ich finde schon echt ein cooles Auto, auch weil es fühlt sich aber nicht so an, als wäre so viel Platz. Es fühlt sich eher an, als wäre, ich muss sogar sagen, es hat mehr, fühlt sich an wie so ein Polo als wie ein Golf. So auch vom Fahren und von der Wendigkeit, also... Ich bin gespannt, wie es beim Einparken aussieht. Das können wir jetzt direkt mal anschauen. Das ist ein bisschen holprig, aber gerade Thema Einparken. Wir haben hier eine kleine Lücke. Ja, so, wir parken jetzt mal ein. Weil er hat auch eine Rückfahrkamera. Das stimmt. Die von der Qualität her ziemlich gut ist. Aber ich verstehe nicht, warum sie das gemacht haben. Das ist so weitwindig. Du kannst dir überhaupt die Dimension gar nicht vorstellen. Man kann es nicht ganz einschätzen. Also das sieht so aus, als würdest du jetzt drauf fahren. Aber wenn du komplett einschlägst, dann kommst du da einfach vorbei. Aber ich sehe es hier auch, dass ich dran vorbeikomme. Ja, du kannst, wenn du ins Spiegel guckst, kommst du vorbei und siehst auch jetzt, okay, man ist jetzt auch vorbei. Und das finde ich so seltsam, dass sie das, also warum machen die so einen riesen Weitwinkel rein, der dir am Endeffekt ja gar nichts mehr bringt. Das stimmt. Also da muss ich auch sagen, da vertraue ich dann eher meinen Augen beim Einparken. Ja. Das noch verbesserungswürdig. Ja, das stimmt. Also die Rückfahrkamera ist da, es sind die ganzen Abstandssensoren da, aber das verstehe ich nicht. Das hier sieht aber so aus, als würde er selber einparken. Ja, hier steht sogar, Parklücken werden gesucht. Lass uns noch mal rausfahren und nochmal langsam hier vorbeifahren. Okay, noch mal eine Runde. Ja, stopp. Okay, lass uns mal machen. Machen wir Rückwärtsgang rein? Achso, nein, das geht nicht. Ich dachte, ich kann jetzt einfach... Okay. Ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Oh, stopp mal, stopp. Was? Doch, dann dreht jetzt ein. Okay. Oh, das ist weird. Alter, wie schnell er auch ein. Wow! Bremst. Hat er gebremst? Nee. Du hast gebremst. Ich habe gebremst, aber zum ich glaube, er hätte gebremst. Ich bin mir nicht sicher, da ist nicht so viel Platz. Also von hinten, ich glaube, er kann's. Aber ich glaube, das müssen wir noch ein paar Mal üben. Ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Boah, aber er ist schnell, also er ist wirklich schnell nach hinten gefahren. Also ich muss sagen, mein Herz schlägt ein bisschen schneller. Ich glaube, er kann ja gar nicht bremsen, weil wir manuell sind. Okay. Ich weiß auch nicht, aber das war jetzt echt knapp. Ich glaube nämlich, dass wir einfach weitergefahren sind und wir das Tempo vorgeben. Ja. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu sehr aufs Gas gedrückt, deswegen ging das Ganze so schnell. Ja. Aber du hast noch Gas gegeben auch noch. Ja, muss ich ja, sonst fährt es ja nicht vorwärts. Okay. Ja, also im Automatik macht es, glaube ich, auf jeden Fall Sinn. Mit der Schaltung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, naja, okay, du musst halt einfach selber darauf achten, Geschwindigkeit und Bremsen und den Rest macht er. Also muss es halt hilft trotzdem schon auch Gang extrem. einlegen und so. Ja. Man muss auch sagen, aber wir sind gut drin. Absolut. Oder? Also so viel Abstand. Okay, lass uns mal weiterfahren. Ich habe jetzt ein bisschen Panik drin. Ich auch. Der Puls ein bisschen in die Höhe gegangen. Das wäre fast schief gegangen, aber gut. Aber er hat es gut gemacht. Ja. Ich glaube, wenn man das sich Lenken war schon impressive. Ja. Also einparken, eigentlich ganz geil mit dem Extra-Feature. Die Parkkamera verstehe ich nicht, warum die so ist. Das ist nicht so geil. Ja. Aber dafür hat er auch alles und dafür geht es ganz gut. Und dann können wir eigentlich nur noch eine letzte Kategorie machen. Wie viel PS hat der, hast du gemeint? 150. 150, okay, wir können uns mal hier... Ach geil, guck mal, du drückst hier drauf. Ja, das habe ich auch vorhin gesehen, das finde ich schon sehr cool. Das sind so die kleinen Sachen, das ist schon sehr geil. Okay, wir sind im Sportmodus. Wie ist er bei der Beschleunigung? 150 PS. 150 PS. Okay, ich bin gespannt. Los geht's. Okay. Ja, noch weiter. Kein Schaden. Ja, doch, der macht schon kann Spaß. auch schon echt also, gut. Ja. Und auch in der Kurve ist gut sportlich. Also muss ich sagen, macht schon Spaß. Vor allem 150 PS. Das Auto ist ja nicht so schwer.
Eben, Da also geht schon was. um jetzt so ein bisschen auf der Landstraße mal ein bisschen zu fahren, auf jeden Fall. Punkto Platzangebot ist der Leon echt ganz gut dabei. 380 Liter passen nämlich in den Kofferraum. Einziges Manko, die Ladekante ist ziemlich hoch, das heißt, ich muss mich ziemlich weit reinbücken. Ansonsten lässt sich der Kofferraum auch noch vergrößern auf knapp 1500 Liter, wenn man die Rückbank nach vorne klappt. Das geht aber allerdings nicht von hier hinten, sondern muss man vorne machen. Im Fond haben wir eigentlich ziemlich viel Beinfreiheit, also ich muss sagen, total gemütlich. Und es können 2 Leute mit USB-C-Kabel ihr Handy aufladen und die Temperatur regulieren. Also ich muss schon sagen, ich bin jetzt sehr streng, weil eigentlich wären das fast 5 von 5 Sternen fürs Platzangebot, aber 1 Stern Abzug für die Rückbank und die Ladekante. Der Seat Leon hat mich total überrascht. Er ist auf Golfbasis und daher wie erwartet verlässlich im Fahrverhalten. In der Kategorie Optik allerdings hat er mich verblüfft. Vor allem die vielen Lichtdetails machen das Auto zur absoluten Augenweide. Wenn der Seat Leon dich auch überzeugt hat, dann schau doch mal auf Autohero vorbei.